Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir mal, wie man solche Frottee-Patches aufnähen kann. Viel Spaß! Egal, ob du deine gekaufte Kleidung noch etwas aufpimpen willst oder auf deiner selbstgenähten Kleidung ein Highlight setzen magst, solche Frottee-Buchstaben sind auf jeden Fall immer ein Hingucker. Wie die jetzt aufgenäht werden, das zeige ich dir in diesem Video Schritt für Schritt. Damit mein Patch später auf dem Stoff nicht verrutschen kann, klebe ich ihn fest, und zwar mit so einem schmalen doppelseitigen Klebeband. Davon habe ich mir jetzt 3 Streifen abgemacht und schon auf die Rückseite von meinem Patch geklebt. Die zweite Seite mit der Folie, die muss ich jetzt noch ablösen, damit ich das später dann auf meinen Stoff aufbringen kann. Am besten funktioniert das mit einer Stecknadel. Mit der Spitze der Stecknadel steche ich dann an das Ende des Streifens hinein und kann diesen dann sehr gut ablösen, sodass ich den Patch jetzt auf mein Kleidungsstück aufkleben kann. Ich empfehle dir immer, auf jeden Fall das im getragenen Zustand zu machen, damit du den Patch auch genau positionieren kannst. Und wenn dir der Patch an dieser Stelle dann nicht gefällt, kannst du ihn ganz einfach nochmal ablösen und woanders hinkleben. Wenn du die Patches auf Kleidung aufbringst, die schon fertig zusammengenäht ist, hast du gleich unter der Nähmaschine ziemlich viel Stoff zu bewegen. Deswegen empfehle ich dir beim selber Nähen deiner Kleidung die Patches erst aufzubringen und dann die einzelnen Teile zusammenzunähen. Hier noch ein kleiner Hinweis, damit es dir nicht so passiert wie mir, dass der Patch nämlich nachher auf einer Stelle landet, wo es vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist. Hier habe ich mal das Vorderteil von meinem Sweatshirt Anula genommen und hier ist man ganz schnell verleitet, den Patch dann ungefähr hierhin zu positionieren. Das Problem ist nur, hier ist die Achselhöhe, das heißt hier in etwa in dieser Höhe ist dann deine Brust. Deswegen solltest du immer gucken, dass du den Patch etwas höher positionierst. Beim Zusammennähen achte ich jetzt darauf, dass ich genau hier auf dem schwarzen Filz nähe, also nicht auf dem weißen Frottee und auch nicht daneben. Und ich habe zum Zusammennähen jetzt hier einen ganz normalen Gradstich ausgewählt. Mit dem gehe ich jetzt, wie gesagt, einmal über den schwarzen Filz bis vorne in die Ecke. Dort lasse ich dann, wenn ich die Ecke getroffen habe, die Nadel im Stoff stecken, hebe den Nähfuß und drehe den Stoff unter dem Nähfuß jetzt so, bis ich meine Naht ganz gerade wieder fortsetzen kann. Beim Zusammennähen achte ich jetzt auch immer noch darauf, dass unter dem Nähfuß auch nur eine Lage Stoff ist und nicht aus Versehen ein Ärmel oder was anderes von dem Kleidungsstück mit unter die Maschine rutscht und dann mit festgenäht wird. Und so sieht der fertig angenähte Patch dann von der Nähe aus. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video alles Gute. Ciao!